Wir veranstalten heute zusammen mit NBW die Offshore Drone Challenge. Wir haben Hersteller dazu eingeladen, hierher zu kommen und in Demonstrationsflügen ihre Fähigkeiten zu zeigen, eine Lastabsetzmission zu erfliegen. In dieser ersten Stufe haben wir uns für Kochstedt entschieden und eine Lastabsetzmission an Land abgebildet, um den Herstellern eine erste Bühne zu bieten, ihre Technologien zu demonstrieren. Wir veranstalten die Offshore Drone Challenge, um die Fähigkeiten der aktuell verfügbaren Drohnen zu erproben, insbesondere in Bezug auf den Anwendungsfall Offshore-Windenergie. Wir möchten Drohnen einsetzen, um die Wartungsarbeiten in unseren Offshore-Windparks zu unterstützen. Für uns wäre es der Idealfall, die Drohne fliegt von Land aus, von der Steuerungsstation mit Material und Werkzeug direkt in den Windpark, setzt das Material automatisiert dort ab und der Techniker steigt auf die Anlage über und kann in kürzester Zeit mit seinen Arbeiten beginnen. Für uns ist es einfach eine super Möglichkeit, hier die neue Delivery-Drohne vorzustellen und auch diese Challenge, die Aufgaben einfach zu bewerkstelligen. Es sind viele Herausforderungen, gerade so Flugstrecken, wo man zurücklegen muss oder auch Geschwindigkeiten. Und wo der große Vorteil bei uns halt liegt, ist die Präzisität. Actually, we are already providing drone delivery commercial services in Belgium within the port of Antwerp. And for us, the next step is maritime, shore to ship, shore to offshore, so offshore environment in general. So that was perfectly in the topic. Wir nehmen an der Drone Challenge deshalb teil, weil wir darin einen besonders interessanten Use Case, auch einen sehr plakativen Use Case sehen und der perfekt für unser automatisiertes, digitalisiertes Logistikboxensystem sich eignet. Die Flugaufgabe besteht insgesamt aus 7 Elementen. Es beginnt mit dem Fertigmachen der Drohne, geht dann weiter mit dem Aufnehmen der Last, einem Cruise Flight mit einer Flugvermessung. Dann wird ein Hoverpunkt angeflogen, das heißt, die Drohne wartet auf einem vordefinierten Punkt, macht dort ein bestimmtes Manöver, um die Resistenz gegenüber Wind zu zeigen, fliegt dann weiter zum Lastabsetzpunkt, wobei sie zwischendurch noch warten muss, um eine Freigabe für diese Lastabsetzung zu erhalten, auf die sie reagieren muss. Dann wird die Last abgesetzt, entladen und anschließend wird zum Startpunkt zurückgeflogen und die Mission beendet. Im Vorfeld haben wir bereits die Flugmission definiert. Wir haben eine Jury eingeladen, diese Mission zu bewerten und wir stellen das ganze Umfeld, um die Challenge durchzuführen. Die Zukunft sehen wir auf jeden Fall mit Drohnen in der Logistik. Im Moment sind sicher die Logistikkosten viel zu hoch und da ist enormes Einsparungspotenzial vorhanden. We strongly believe that the offshore market is going to explode soon and drone could play a big role in it in the coming years. Wir haben heute gesehen, dass es bereits sehr professionelle Systeme gibt, die teilweise bereits durch Betreiber in kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Es ist zu bedenken, dass die Drohnen dann nochmal für die maritime Härtung vorbereitet werden müssen. Das heißt, der Offshore-Einsatz bringt nochmal besondere Herausforderungen, die wir vorhaben, in einem zweiten Schritt mit unserem Forschungsprojekt zu adressieren. Wir haben versucht, bei unseren eingeladenen Gästen ein möglichst breites Spektrum der Interessenträger zusammenzubekommen. Das heißt, wir haben Leute aus dem rechtlichen Bereich, wir haben Leute aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus dem Versicherungsbereich und all diese Perspektiven wollen wir zusammenbringen, um diesen Use Case zusammen zu erörtern und auf State of the Art der Drohnen dabei zu schauen. Alles in allem haben wir den Anwendungsfall mit diesen 2 Tagen ein großes Stück vorangebracht.